Hey Quilter und Stoffsüchtige, Steffi hier von Quiltwerke und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr ungewöhnliche Stoffformen wie diese hier mit der Foundation Paper Piecing Methode nähen könnt. Heute zeige ich euch alles, was ihr wissen müsst, um mit der Foundation Paper Piecing Methode, kurz FPP, voll durchzustarten. Dazu nutzen wir diese Freebie-Vorlage von mir und im Video zeige ich euch genau, wo ihr sie findet und wie ihr sie für euch runterladen könnt. Bevor wir loslegen, klickt doch noch schnell Subscribe. So verpasst ihr zukünftig keine Videos von mir rund um die Themen Nähen und Patchwork. Aber jetzt geht's los zum Video. Foundation Paper Piecing ist meine Lieblingstechnik, wenn es darum geht, ganz entspannt zu nähen, aber sehr akkurate Ergebnisse zu erhalten. Außerdem sind damit Formen und Muster möglich, die man mit klassischen Patchwork-Techniken einfach so gar nicht hinkriegen kann. Man kann mit der Foundation Paper Piecing Methode wunderbar Bilder zeichnen aus Papier quasi, die man mit klassischen Patchwork-Methoden nicht hinkriegen würde. Unser Herz, das wir hier heute im Video drehen, ist auch eins davon. Ich nutze es auch sehr gern, um geometrische Muster zu zaubern, die in anderen ungewöhnlichen Winkeln aufeinandertreffen. Auch das geht nicht gut mit Patchwork-Methoden. Und wie ihr seht, absolute Präzision kriegt man damit auch hin. Alle Linien sind genau gleich breit, nichts ist schief. Das lässt sich mit Foundation Paper Piecing ganz entspannt umsetzen. Hier so ein Pineapple Quilt Block, den kann man auch mit traditionellen Methoden nähen, aber mit der Foundation Paper Piecing Methode wird es ganz akkurat, alle Punkte treffen genau so, wie sie sollen, aufeinander. Auch das ist schwierig und erfordert hohe Konzentration. Mit klassischen Methoden bei FPP nicht. Wie funktioniert Foundation Paper Piecing nun? Bei FPP wird Papier als Basis, also Foundation, genutzt, um darauf den Stoff festzunähen. Aber keine Sorge, das Papier bleibt nicht am Stoff, sondern wird nach dem Zusammennähen unseres Elementes wieder entfernt und das kann dann ganz normal zu anderen Projekten wie Kissen, Quilts, Täschchen oder so weiterverarbeitet werden. Man braucht für Foundation Paper Piecing eine Papiervorlage, so wie diese hier, die wir für unser Projekt heute nutzen. Dazu gleich noch mehr. Und auf diese Papiervorlage wird dann der Stoff quasi auf die Rückseite aufgenäht. Ist dann der Block oder das Element fertig, dann wird das Papier einfach entfernt und man kann den Block wie gewohnt weiterverarbeiten. Für die FPP-Technik braucht es nicht viel. Die allermeisten Sachen hat man als Quilterer Näher schon zu Hause. Von Stecknadeln über Schere, Nahttrenner, falls mal was schief geht. Standard-Nähnadeln, also die Nähnadeln für die Nähmaschine, werden immer dem Projekt selber angepasst. Nutzt ihr klassische Patchwork-Stoffe, könnt ihr einfach klassische Nadelstärken, eine klassische Nadelstärke nutzen. Ein Patchwork-Lineal haben vielleicht viele von euch sowieso schon zu Hause. Ich habe hier so ein kleines handliches für das Projekt, aber jede Größe tut es da. Und was man noch zusätzlich braucht, ist ein Kleber, insbesondere wenn man solche kleinen FPP-Elemente näht. Ich nutze gerne diesen Kleberoller hier, der lässt sich, wenn man den irgendwo aufbringt und dann mit dem Finger reibt, so lässt er sich auch wunderbar wieder lösen. Das hilft mir hier, falls mal was schief geht. Aber es tut auch ein Klebestift. Hauptsache, der Kleber ist wasserlöslich. Natürlich braucht ihr auch noch eure Nähmaschine. Die stellt ihr direkt mal auf eine kürzere Stichlänge ein, zwischen 1 und 1,5. Warum? Da kommen wir gleich noch zu. Ein Bügeleisen und Bügelbrett braucht ihr und Garn. Einfach das klassische Garn, was ihr auch sonst für eure Projekte benutzt, reicht. Man braucht da nichts Besonderes. Zusätzlich zu den klassischen Materialien gibt es auch noch ein paar Dinge, die extra hilfreich sind und die ich sehr empfehlen kann. Zum einen, wenn ihr sowieso einen zweiten Rollschneider vielleicht schon zu Hause habt, dann nehmt doch einen mit einer alten Klinge noch zur Hand, denn zwischendurch, gerade zum Schluss, müssen wir auch mal Papier mit dem Rollschneider schneiden und ihr wollt nicht, dass eure normale Klinge ganz schnell stumpf wird. Deswegen habe ich in meinem System immer der Pinke hat eine scharfe Klinge und einen gelben mit einer stumpfen Klinge. Und ich weiß, mit dem gelben wird Papier geschnitten und alles andere Leder, sonst was und damit meine Patchwork-Stoffe.
Außerdem markiere ich mir meine Papiervorlagen gerne mit Buntstiften farblich. Es tut aber auch ein Kuli und dann könnt ihr euch das beschriften. Das zeige ich euch auch gleich, wie das geht. Sehr zu lieben gelernt habe ich meinen Add a Quarter Ruler. Das hier ist eine große Größe, den gibt es auch in klein. Die sind gar nicht so teuer, sind aber beim Foundation Paper Piecing sehr praktisch. An welcher Stelle, zeige ich euch auch gleich im Video, müsst ihr euch aber nicht fürs erste Mal zulegen. Wenn ihr gerne FPP macht und das mit der Zeit so sehr lieben lernt wie ich, dann kauft euch gerne ein Add a Quarter Lineal. Damit geht es schneller, aber für den Anfang tut es auch wirklich absolut euer Patchwork Lineal. Und dann vor kurzem habe ich mir noch dieses Teil hier von Clover zugelegt. Das ist der Finger Presser von Clover. Damit kann man seine Nähte flach pressen oder aufpressen und so weiter. Demonstriere ich auch gleich im Video einmal. Ist absolut kein Muss. Ich präferiere auch immer noch das Bügeleisen, aber wenn es mal wirklich schnell gehen muss und ich nicht immer zum Bügeleisen rennen möchte, dann nutze ich dieses Teil hier. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Die zwei wichtigsten Zutaten sind natürlich Papier und Stoff. Ich zeige euch erstmal die Vorlagen, die ich in diesem Video benutze. Die Vorlagen, die bekommt ihr bei mir als Freebie, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet. Wie das geht, schreibe ich euch hier auch nochmal unter dem Video, da kriegt ihr dann einen Link. Ja, aber einfach anmelden, dann kriegt ihr automatisch diese Vorlagen zugeschickt zu den Herzen. Es gibt insgesamt 4 Vorlagen, 4 verschiedene Vorlagen. Auf jeder Vorlage sind 2 Blöcke quasi drauf, einfach um möglichst papiersparend vorzugehen. Und die unterscheiden sich einfach durch die Orientierung. Es gibt das Herz zwar in den 2 verschiedenen Orientierungen mit Streifen und auch ohne Streifen, auch wieder mit jeweils beiden Orientierungen. Das ist alles in einer Datei. So, wir werden heute ein Streifenherz zusammennähen. Ja. Das bereiten wir gleich vor, aber wir brauchen natürlich auch noch Stoff. Und gerade solche kleinen Elemente sind wunderbar, um eure Reststreifen wunderbar in Szene zu setzen. Und da kann man echt noch mal richtig viel Spaß haben mit den kleinen Stoffstücken, die von anderen Projekten übrig bleiben. Ich suche mir jetzt ein paar Stoffe aus und dann geht's los. Ich habe mir jetzt diese Stoffe ausgesucht, das wird der Hintergrund, die gefallen mir hier für die Streifen und damit können wir jetzt loslegen. Ich lege die Stoffe mal zur Seite. Wir starten damit, dass wir unsere Papiervorlage einmal vorbereiten. Meine Papiervorlage bereite ich jetzt nun so vor, dass ich sie erstmal grob mit einer Papierschere ausschneide. Dann habe ich erstmal meine beiden Elemente meines Blockes hier liegen. Nicht jedes FPP-Design hat mehrere Blockelemente. Manchmal ist es auch einfach nur ein Teil, das man näht und dann hat man schon seinen fertigen Block. Bei vielen Designs muss man aber dann nachher nochmal einzelne Elemente zusammensetzen. Das zeige ich euch alles in diesem Video. Ich bereite das Ganze jetzt so vor, dass ich als erstes Mal entlang aller durchgezogenen innenliegenden Linien entlang falte. Das sind die Linien, an denen wir dann auch nachher entlang nähen. Nicht entlang dieser Außenlinien, da falten wir jetzt nicht. Das ist quasi unsere Blockbegrenzung, diese Linie hier. Das zeigt an, wo unser Block endet und zwischen dieser Linie und der gestrichelten Linie, das ist unsere Nahtzugabe. Ist vielleicht auch nochmal wichtig im Hinterkopf zu behalten, solltet ihr irgendwelche Stoffelemente gerne hier zum Einsatz bringen. Manchmal kombiniert man FPP auch mit Fussy Cutting, dass man darauf achtet, hier dieses Stück Stoff verschwindet nachher in der Nahtzugabe. Aber jetzt falten wir erstmal. Als nächstes planen wir, wo welche Stoffe hinkommen. In dem Rahmen ist es auch wichtig zu wissen, dass unser Bild, unser letztendliches Stoffbild genau spiegelverkehrt zu diesem hier ist. Denn wir nähen ja auf der Rückseite, und ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, mit den Faltlinien kann man es vielleicht so ein bisschen erahnen, aber diese Ecke hier von unserem Herz
die ist dann letztendlich auf dem Stoff auf der linken Seite. Ja? Also das ist für mich jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht wichtig. Aber manchmal hat man Designs, die nicht gespiegelt werden sollen. Und dann muss man darauf achten, dass quasi das Bild, das ausgedruckt wird, die Drucklinien genau spiegelverkehrt zu dem sind, wie man das Ganze haben möchte. So. Wie gesagt, für mich ist das jetzt irrelevant. Für mich ist aber wichtig, wo welche Stoffe hinkommen. Und das kann man sich jetzt entweder mit einem Kugelschreiber hier in den einzelnen Feldern markieren, also welche Farben die haben sollen, oder man malt das Ganze aus. Das muss natürlich nicht ordentlich sein, aber einfach eine Kennzeichnung. Das hilft beim Nähen, beim Nähprozess selbst nochmal den Überblick zu behalten. Ich starte jetzt einfach mit dem Hintergrund. Ich habe kein Schwarz da, deswegen ist es so ein dunkles Grau bei mir. All diese Felder hier werden Hintergrund. So, und dann möchte ich einen Verlauf in dieser Reihenfolge hier haben und die zeichne ich mir jetzt einmal an hier in den einzelnen Streifen. Das ist jetzt gar nicht so einfach, weil die Farben so ähnlich sind, aber notfalls schreibe ich mir das einfach auch nochmal in der Farbe rein. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel auch einfach dunkel lila. Das ist ja eher pink, aber das einfach da reinschreiben oder auch ein Kürzel. Also einfach in irgendeiner Weise markieren. Somit ist mein Block vorbereitet und jetzt geht's los. Wir nähen ein Blockelement nach dem anderen und ich fange jetzt einfach hiermit an und nähe erstmal das Element fertig, bevor ich mit dem nächsten starte. Wenn ihr euch das einmal anschaut, dann seht ihr eine Nummerierung, B1, B2, B3 und so weiter und so fort. Wir starten immer mit dem Feld, das mit 1 beginnt. Das ist dieser hier und ich habe mir gemerkt, hellpink, mein helleres Pink, dieser Streifen kommt jetzt in dieses Feld. Ich drehe mir das Ganze einmal um. Und ich weiß nicht, ob ihr das auf der Kamera sehen könnt, aber wenn man das so ein bisschen gegen das Licht hält, dann sieht man die Nummerierung durchscheinen. Und unsere vorgefalteten Linien hier helfen mir auch auf der Rückseite zu sehen, wo dieses Feld genau sich auf der Rückseite befindet. Hier ist es auch hilfreich, sehr dünnes Papier zu nutzen. Da sieht man die Tinte auch wunderbar durchscheinen. Aber ich kann das jetzt hier ganz gut sehen. Für die Kamera zeichne ich das jetzt nochmal ganz grob nach, damit ihr das so ein bisschen besser sehen könnt. Ja, also hier ist mein Feld. Und da kommt jetzt als allererstes mein erstes Stoffstück drauf. Dafür nehme ich mir einfach mein Reststück, was auch immer, welchen Stoff ich dafür benutzen möchte. Und es ist wichtig, dass das Stoffstück groß genug ist, um das komplette Feld zu bedecken, plus zusätzlich eine Nahtzugabe rundherum um das ganze Feld. Und das ist gerade bei so Schrägen, da schneidet man ganz gerne hier so eine Ecke ab. Das passiert sehr schnell. Deswegen lieber ein bisschen größer als zu klein. Ja? Also ich lege mir das jetzt hier mal so grob an. Ich sehe, bis da geht die Ecke. Das heißt, ich schneide mir das Stück jetzt einmal ab. So, das ist jetzt mein Stück. Mit dem kann ich mein Feld komplett bedecken. Und das muss ich jetzt da einmal temporär befestigen. Da kommt jetzt mein Kleber zum Einsatz. Ein kleines bisschen Kleber auf das Feld drauf. Und dann kommt mein Stoffstück mit der rechten Seite nach oben auf mein Feld, so dass es das komplette Feld bedeckt und meine Nahtzugabe einmal rundherum. Das Element drehe ich jetzt einmal um. Und jetzt schaue ich mir auf dieser Seite an, okay, Feld 1 habe ich jetzt damit bedeckt. Als nächstes kommt Feld 2. Wo ist mein Feld 2? Das ist hier der Streifen daneben. Und jetzt knicke ich mein Papier einmal entlang der Linie zum nächsten Feld, also von B1 zu Feld B2. Die nächste Linie ist die hier und ich knicke mir das hier einmal entlang dieser Linie um. Und jetzt liegt hier ein Stück Stoff frei. Und das ist meine zukünftige Nahtzugabe, die kürze ich mir jetzt auf 1/4 Inch zurück. Und das kann ich auf 2 Wege tun. Ich kann entweder mein Patchwork-Lineal nehmen oder eben mein Add a Quarter Ruler. Beim Patchwork-Lineal lege ich mir das Lineal so an, dass die 1/4 Inch Linie hier genau an der Knickkante liegt
Und so kann ich jetzt hier einfach entlang schneiden und meine Nahtzugabe ist auf 1/4 Inch zurückgekürzt. Mit dem Add a Quarter Lineal habe ich hier so eine Rille. Das ist genau 1/4 Inch und ich kann das jetzt hier anlegen und dann rastet das hier genau gegen die Papierkante ein. Das heißt, ich muss nicht lange ausprobieren, bis ich genau diese Linie erwischt habe, sondern mein Lineal hakt sich da automatisch direkt ein und jetzt kann ich so das Ganze zurückkürzen. Vielleicht wundert ihr euch, dass das Ganze vielleicht jetzt ein bisschen komisch aussieht, denn ich bin Linkshänder. Das heißt, ich mache es so rum. Ich schneide hier mit der linken Hand jetzt gleich mit dem Rollschneider da entlang. Für Rechtshänder sieht das Ganze dann natürlich so aus. Legt euch das hier an und schneidet jetzt hier entlang. Beziehungsweise könnt ihr jetzt mit dem Lineal das Ganze hier anlegen, so, und dann entlang schneiden. Ja? Nur als Hinweis, falls es seltsam wirkt jetzt. So, jetzt habe ich meine Nahtzugabe einmal zurückgeschnitten und jetzt kommt das nächste Element, meine nächste Farbe, Gelb, ja, kann ich nochmal nachschauen, die muss ich jetzt auch wieder das komplette Feld B2 bedecken. Da kann man sich dann einfach diese Seite nochmal so als Vorlage nehmen und das entsprechend dann zuschneiden. Ihr seht, ich arbeite sehr gerne mit Streifen. Manchmal hat man keine Streifen, dann kann man sich welche schneiden. Oder man nimmt auch einfach größere Stoffstücke oder anders geformte Reststücke. Hauptsache, sie sind groß genug, um das gesamte Feld plus Nahtzugabe zu bedecken. Kleiner schneiden geht immer. So, mein Stoffstück lege ich jetzt hier an und zwar an die soeben begradigte Kante. Einmal genau anlegen und hier muss ich nur darauf achten, dass ich nicht verrutsche und es zu weit hier oder da in die falsche Richtung angelegt wird, so dass es ich kann jetzt hier sehen, ich hoffe ihr seht das auch, hier sind meine Linien, ja, die mein Feld B2 begrenzen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier anlege, habe ich auf jeden Fall hier noch genug Nahtzugabe. Das lege ich jetzt hier an. So, und jetzt gehe ich zur Nähmaschine. Ich habe an der Nähmaschine schon eine Stichlänge zwischen 1 und 1,5 eingestellt. Ja? Und ich gehe jetzt damit zur Nähmaschine. Entweder ich halte das jetzt so mit den Fingern fest oder ich nehme mir noch eine Stecknadel und stecke das Ganze fest. Und hier ist wichtig, dass die Stecknadel möglichst oder schön weit weg von dieser Kante ist. Denn wir nähen jetzt gleich an der Nähmaschine einmal entlang der Linie zwischen B1 und B2. An einem Ende starten wir und verriegeln unsere Naht und nähen zum anderen Ende und verriegeln wieder erneut. Und da wir hier nähen, nähe ich quasi blind und sehe diese Nadel, wo sie anfängt und endet nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Nadel möglichst weit weg von der Kante ist, damit ich nicht aus Versehen drüber nähe. So, also nochmal, wir nähen von hier bis hier, wir verriegeln Anfang und Ende. Warum machen wir das mit dem Verriegeln? Wir verriegeln, denn wir nähen dann gleich den Block weiter zu Ende und unter anderem nähen wir auch hier über diese beiden Linien, die dann genau daran anschließen. Wir haben dann aber quasi an dieser Stelle nur genau bis zu diesem Punkt genäht und nicht noch in eine Nahtzugabe. Das heißt, wenn wir hier das dann weiterführen, haben wir keine Stiche mehr in der Nahtzugabe. Und das heißt, das kann sehr leicht an der Stelle aufribbeln, wenn wir es nicht verriegeln. Ja, ich hoffe, das macht Sinn. Grundsätzlich ist die Regel bei FPP, wenn eine Linie innerhalb meines Blockes anfängt oder endet, wird verriegelt. Wenn unsere Linien aber an der Nahtzugabe außen enden, hier an dieser Stelle, dann nähen wir einfach durch die Nahtzugabe durch, bis wir außerhalb des Blockes ankommen. Weil an dieser Stelle bleibt ja eine Nahtzugabe dann stehen, die dann weiter verarbeitet wird, nicht mit der Foundation Paper Piecing Methode, wo ich ein paar weitere Stiche drin habe. Und dann, wie klassisches Patchwork sowieso, wird an der Stelle nicht verriegelt.
Okay. Ich zeige das gleich nochmal, wenn wir an dieser Stelle sind. Aber jetzt merken wir uns, wir nähen von da nach da und wir verriegeln an beiden Stellen. So sieht das Ganze jetzt genäht aus. Hier kann man die Naht erahnen, wie gesagt, verriegelt. Ich wiederhole mich. Auf der Seite sieht es so aus. Das Ganze ist jetzt tatsächlich ein kleines bisschen verrutscht, ist überhaupt nicht wichtig. Die Nahtzugabe darf nur nicht zu klein hier werden. Aber wenn hier mal was verrutscht, gar kein Problem. Macht der Genauigkeit überhaupt keinen Abbruch. Genau deswegen mag ich das so gerne, Foundation Paper Piecing, weil die Genauigkeit kommt einfach von alleine. So, wir haben das jetzt einmal gemacht. Der nächste Schritt ist, dass wir unser Stoffstück umklappen. Ich habe übrigens hier rechts auf rechts die Stoffe gelegt. Ja, ganz wichtig, ich glaube, das habe ich vergessen zu erwähnen gerade. Die werden rechts auf rechts aufeinander gelegt und dann klappen wir das um. Und dann müssen wir einmal gucken, haben wir das richtig angelegt und wird mein Feld B2 jetzt tatsächlich von diesem Stoffstück komplett bedeckt. Und das ist hier sehr eindeutig. Mein Feld ist da und hier sind wir da deutlich an allen Seiten über unser Feld B2 drüber. Es wird komplett bedeckt, inklusive einer Nahtzugabe rund um das komplette Feld hier. Ist das schön sauber bedeckt. So, das Ganze bügeln wir jetzt einmal. Sehr gerne mit Bügeleisen, mit einem heißen Bügeleisen. Das darf auch ruhig auf das Papier gehen. Oder eben mit so einem Instrument hier, wo man nochmal schön die Naht ganz crisp mit hinkriegen kann. Damit haben wir also jetzt Feld B2 bedeckt. Jetzt kommt als nächstes natürlich Feld B3. Und die Schritte, die wir gerade gemacht haben, die wiederholen wir jetzt einfach immer und immer wieder, bis wir alles komplett einmal bedeckt haben. Ich schaue mir also jetzt an, wo ist das nächste Feld, B3, wo ist die Linie, die zu dem nächsten Feld führt. Das ist diese hier. Ich klappe an der Stelle einmal entlang der Linie um. Sehe hier auch nochmal wunderbar, ich habe definitiv genug Stoff für die Nahtzugabe. Ich lege mein Lineal an und kürze das Ganze einmal zurück. Ich habe jetzt eine saubere Kante und jetzt brauche ich Stoff für das nächste Feld. Das ist dieser hier. Ich schaue jetzt wieder auf dieser Seite hier, dass ich das Ganze auch groß genug schon mal so ein bisschen vorbereite. So, und jetzt lege ich meinen Stoff wieder hier an, so dass auf beiden Seiten auf jeden Fall noch das Feld ist bedeckt und ich habe auf allen Seiten noch genug Nahtzugabe überstehen. Das Ganze kann ich mir wieder feststecken oder ich halte es mit den Fingern fest. So, und damit gehe ich jetzt wieder zur Nähmaschine und nähe entlang dem Feld zwischen B2 und B3. Verriegeln nicht vergessen. Auch hier klappe ich wieder um und schaue, ist mein Feld komplett bedeckt. Ja, das ist auch hier sehr klar. Manchmal ist es nicht so klar wie hier, wenn man doch zu kleine Stoffstücke genutzt hat oder so. Und deswegen überprüfen wir noch einmal, bevor wir bügeln. Aber hier ist alles in Ordnung. Und das machen wir jetzt, wie gesagt, immer weiter, bis alle Felder bedeckt sind. Es kann passieren, dass man sich jetzt an der Stelle denkt, oh, ich bin mir irgendwie nicht sicher, reicht mein Streifen, ist der breit genug oder nicht? Was man dann machen kann, ist, dass man das Ganze anlegt, rechts auf rechts, und sich dann quasi überlegt, okay, wo wird denn jetzt meine Nahtzugabe entlang laufen? Das wird ja 1/4 Inch von dieser Kante sein. Und dann klappt man das quasi so probeweise einmal um und guckt, bedeckt das jetzt mein Feld? Und hier sehe ich, hier ist meine Linie. Ich gehe ja sogar über das Papier hinaus, das heißt, ja, das Stoffstück wird reichen. Das ist insbesondere dann hilfreich, wenn man seltsame Formen, also Dreiecke oder sowas, abdecken muss. Und ich habe vielleicht einen Dreiecksrest und möchte gucken, ob der passt. Vielleicht schauen wir uns das gleich nochmal zusammen hier an den Ecken an. Aber ja, ich nähe jetzt einmal weiter und zeige euch dann gleich noch einmal, wie das mit den Ecken funktioniert. Ich habe jetzt mittlerweile alle 4 Streifen angebracht und auch das erste kleine Dreieck. Als nächstes kommt das Dreieck B6 dann dran.
Hier wollte ich euch aber zeigen, nochmal darauf hinweisen, seht ihr, wie ich das gemacht habe mit der Nahtzugabe? Also ich habe innen verriegelt und hier habe ich die Linie einfach verlängert, bis ich draußen angekommen bin. Und da wird das Ganze hier entlang gekürzt, aber weil ich hier meine Stiche in der Nahtzugabe habe, ist die Naht trotzdem gesichert. So, jetzt kommt aber Feld B6, also ich habe B5 angenäht, als nächstes Feld B6. Wir machen das jetzt einmal zusammen, einmal umklappen. Nahtzugabe zurückkürzen. Dann haben wir jetzt hier einen kleinen Stoffrest und an der Stelle ist es wieder ein Dreieck und das kann manchmal ein bisschen tricky sein, weil man vergisst, wie weit dieses Feld doch hier hinten dran hinter diesem Stoff nochmal fortgeführt wird. Das läuft ja quasi hier entlang und dann braucht man aber ja auch nochmal die Nahtzugabe. Das heißt, hier muss auch noch bis hier hinten hin Stoff da sein für die Nahtzugabe. Deswegen mein Tipp, gerade wenn es um seltsame Formen geht oder Dreiecke oder sowas, ruhig sehr großzügig den Platz nach außen bemessen, damit das Feld auch bedeckt ist. Sollte es passieren, dass man das doch zu kurz angelegt hat, dann klappt man das Ganze um, dann merkt man, oha, da ist nicht genug Stoff mehr für die Nahtzugabe übrig. Dann kann man das Ganze auf jeden Fall auch auftrennen. Es ist ein bisschen schwieriger, das Ganze aufzutrennen. Ich mache es dann immer von der Stoffseite hier. Es sind halt sehr viele, sehr kleine Stiche. Und man sollte es auch nicht zu oft machen, denn jeder Stich perforiert das Papier und irgendwann fällt die Vorlage einfach auseinander. Ja, also ich mache weiter. Ich nähe jetzt das restliche Feld einmal fertig und auch gleich das nächste Feld und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Meine beiden Blockelemente sind nun fertig genäht. Von vorne sieht das Ganze so aus. Ich habe es gerade noch einmal ordentlich gebügelt. Von hinten kann man sehen, dass ich alle Nähte hier außen durch die Nahtzugaben verlängert habe. Nochmal zur Erinnerung. Und ja, der nächste Schritt ist nun, meine einzelnen Elemente zurückzuschneiden und dann kann man schon so langsam erahnen, wie das Ganze dann aussehen wird. Dazu brauche ich mein Patchwork-Lineal und eine nicht neue Klinge. Also ich schneide ja jetzt durch den Stoff und das Papier und ich will mir meine scharfe Klinge nicht versauen, deswegen nehme ich den Rollschneider. Und ja, die allermeisten FPP-Vorlagen haben diese Nahtzugabe angezeichnet. Die haben wir jetzt auch bedeckt. Das ist auch ganz wichtig, dass wir darauf achten, dass die Nahtzugabe auf jeden Fall auch mit Stoff bedeckt ist. Sonst können wir unser Teil ja nachher nicht weiter verarbeiten. Manchmal ist es aber auch so, dass Vorlagen ohne angezeichnete Nahtzugabe verkauft werden. In dem Fall müssen wir einfach uns eine Nahtzugabe selber dazu denken quasi beim Zusammensetzen und beim Nähen, beim Bedecken unseres Musters mit Stoff. Und an dieser Stelle legen wir jetzt einfach unsere Viertel-Inch Linie an unsere Blocklinie hier an. Hier funktioniert es dann ganz automatisch, dass ich dann die Nahtzugabenlinie, die gestrichelte Linie treffe. Und wir schneiden jetzt einfach den kompletten Block einmal zurück. Hier diese Ecken kann man zurückschneiden, dann hat man keine Eselsöhrchen überstehen. Ich lasse sie gerne trotzdem einfach noch da, einfach als Sicherheit, falls man dann doch mal nicht ganz gerade näht. Langsam kann man schon sehen, was es werden will. Diese beiden Teile müssen wir jetzt einfach noch zusammenbringen. Und die offizielle Vorgabe ist, dass man das Papier noch drin lässt, bis der komplette Block fertig ist. Näht man zum Beispiel ein Quiltschnittmuster, das aus mehreren Elementen, großen Papierelementen oder mehreren Blöcken besteht, dann soll man das sogar drin lassen, bis das komplette Quilttop fertig ist. Ich mische das, also ich halte mich da nicht immer dran. Ich nehme eigentlich an dieser Stelle gerne schon das Papier raus. Ich persönlich finde, damit kann man besser
die Blöcke genau anlegen und die einzelnen Elemente genau aneinander anlegen und Punkte besser treffen, einfach weil ich mehr sehe. Auf der anderen Seite gibt aber das Papier, wenn man das drin lässt, den einzelnen Elementen mehr Stabilität, denn es gibt doch einige Nähte, die im schrägen Fadenverlauf hier genäht wurden, und dann kann sich, wenn das Papier nicht als Stabilisator drin ist, auch gerne mal was ein bisschen verziehen. Also probiert es vielleicht selber mal aus, was für euch besser funktioniert. Ich lasse es jetzt zur Demonstration einmal drin, damit ihr seht, wie es geht. Lässt man das Papier raus, macht man letztendlich alles genau gleich. Man muss dann nur die Elemente mit einer sehr genauen Viertel-Inch Nahtzugabe zusammennähen. Ich nähe sogar gerne mit einer knappen, also wirklich eine Haarbreite schmaler als ein Viertel-Inch. Warum ich das mache, erkläre ich mal in einem anderen Video, warum ich generell gerne mit einer knappen Viertel-Inch Nahtzugabe nähe. Aber für heute machen wir es so, wie es vorgegeben ist. Und zwar lassen wir das Papier noch drin. Wir legen die Kanten, unsere Stücke einfach so an die Kante an, wie die Blöcke auch zusammengesetzt werden sollen. Und zwar hier. Und hier kann man sich so ein bisschen an diesen Linien jetzt orientieren. Die sollen genau hier mit dieser Kante abschließen. So an der Stelle auch. Und wenn man sich dieses Muster anguckt, dann kann man erkennen, bei diesen Herzen ist der wichtigste Punkt ist dieser hier. Hier wollen wir keine Verschiebung haben, damit wir ein sauberes, schönes Herz haben. Das heißt, hier achte ich auch nochmal ganz besonders darauf, wenn ich das übereinander lege, dass hier meine gefalteten Stoffe ganz genau aufeinander liegen. Der Punkt ist mir wichtig. Wenn an der Nahtzugabe hier irgendwo was schief ist, ist mir Wurst. Aber hier an der Stelle muss es ganz, ganz gut aufeinander liegen. Und dann stecke ich das ruhig einfach durch das Papier durch, einmal zusammen und nähe dann einmal entlang dieser Linie. So, ich stecke das jetzt einmal und dann gehe ich zur Nähmaschine und nähe entlang dieser eingezeichneten Linie. Ich verlängere die Linie bis nach außen, damit ich einmal komplett durch alles durchnähe. Ja? Und dann sind meine Blöcke verbunden und wir sehen uns gleich hier nochmal wieder. Die Naht ist genäht, einmal auf der Linie, wie gesagt, durchgezogen, und jetzt klappen wir es auf und ja, tada! Unser Block ist fertig. Wunderbar hier den Punkt getroffen, das freut mich sehr. Ja, und jetzt kommen wir an der Stelle, jetzt ist unser Block fertig. Ich will das Ganze nicht noch weiter zum Quilt verarbeiten oder so. Deswegen können wir jetzt an dieser Stelle die Papiere von der Rückseite entfernen. Und das macht man in umgekehrter Reihenfolge zum Nähen. Das heißt, ich fange auf beiden Seiten jeweils mit dem Feld 9 an und arbeite mich quasi rückwärts vor. Und dabei ist wichtig, dass ich nicht nach oben das Papier wegreiße. Dabei ziehe ich doch sehr an meiner Naht und dann kann sich der Block doch nochmal hier zum Schluss verziehen. Ich reiße zur Seite weg. Ich greife mir immer an der Spitze hier einmal das Ganze und reiße so den Anfang zur Seite und dann geht es ganz einfach. Dann können wir das so zur Seite wegziehen. Es hilft sehr, dass wir das Ganze einmal vorgefaltet haben. Und natürlich unsere kurze Stichlänge, die perforiert das Papier, sodass es sich dann doch sehr leicht letztendlich entfernen lässt. So, ich mache das jetzt mal. Dann wird das Ganze gebügelt und wir sehen uns nochmal wieder. So sieht nun mein fertiger Block aus. Hier die kleinen Öhrchen, die schneide ich mir gerne an dieser Stelle dann jetzt einmal ab, auch wenn die eigentlich bei der Weiterverarbeitung nicht stören. Euer kleines Blöckchen könnt ihr natürlich jetzt weiterverarbeiten, so wie ihr das gerne möchtet. Ich nutze sie gerne auf Taschen, so wie zum Beispiel hier dieses Eis-Element mit auf die Tasche gekommen ist. Oder die Größe passt auch wunderbar, um so einen kleinen Coaster zu machen. Das Ganze einfach dafür mit einem Stückchen Rückseitenstoff und einem Fließrest quilten und dann ein Mini-Binding oder Schrägband anbringen. Ihr könnt auch ein Kissen machen. Wenn ihr euch in die Technik verliebt habt und gar nicht aufhören könnt,
dann könnt ihr auch einfach ganz viele Herzen machen und daraus ein Kissen machen. Oder sogar einen Quilt. Ihr könnt die einzelnen Herzen in Quiltblöcke mit aufnehmen. Also wie gesagt, eurer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Ich bin sehr gespannt, was ihr aus diesen Blöckchen macht. Habt ihr Fragen, dann kann ich euch meine Facebook-Gruppe empfehlen. Habt ihr euch jetzt vom FPP-Virus anstecken lassen, dann findet ihr noch mehr verschiedene Projekte, die mit FPP arbeiten, in meinem Shop unter www.quiltwerke.com, oder ihr könnt auch sehen, was ich auf Instagram so mache. Alle Links findet ihr unter diesem Video, und wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt doch auch Subscribe. Dann zeige ich euch in einem der nächsten Videos, was ihr jetzt machen könnt mit diesen ganzen unförmigen Resten. Also hier diese ganz kleinen Reste, die kommen natürlich in den Müll, aber man hat dann doch immer mal wieder auch kleinere und auch unförmige Reste übrig beim FPP. Und in einem der nächsten Videos zeige ich euch, wie ihr die ganz wunderbar verwerten könnt. Das war es schon von mir für heute. Bevor ihr jetzt ins Nähzimmer stürmt, vergesst nicht, Like und Subscribe zu klicken und meinen Newsletter zu abonnieren, damit ihr auch die Freebie-Vorlage für euch runterladen könnt. Wir sehen uns im nächsten Video.